Hey Freunde des Lichts! In diesem Video dreht sich um das Thema Ambilight und unser junger Kanal hat vor einiger Zeit sich schon mal mit diesem Thema beschäftigt und hat seinen ersten Mini-Shitstorm abbekommen, weil das Produkt, was wir vorgestellt haben, nach eurer Meinung nicht direkt mit Ambilight zusammenzufügen ist. Das ändern wir diesmal, denn ich habe hier die Gledopto HDMI Syncbox und die ist definitiv auch das, was ihr unter Ambilight versteht. Wir machen Unboxing und ich zeige euch, was das Ding so kann. Dranbleiben! Wenn dir dieses Video gefällt, dann verpasse es nicht, den Kanal zu abonnieren, denn hier warten weitere News und Tutorials rund um das Thema LED auf dich. Und jetzt geht's zum Unboxing. So, dann gucken wir uns das Ganze doch mal zusammen an. Also, wir haben hier einmal die Gledopto HDMI Syncbox. Die drehen wir jetzt hier einmal so ein bisschen. Ich halte mal hier so die unterschiedlichen Sachen. Hier haben wir einfach nur ein Logo. Dann hier haben wir einmal die unterschiedlichen Icons drauf. Und ja, ansonsten das Ganze hier auf der Seite dann so. Und jetzt machen wir das Ganze mal auf, weil das ist ja das Interessante. Ich drehe das mal und mache mal so rum, damit man hier auch sieht, was hier los ist. So, das ist schon mal ziemlich gut gemacht, weil du hast nämlich sofort so ein Installationsdiagramm hier drin, wo du erstmal grob sehen kannst, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt also, du hast einen TV, dann hast du hier einen HDMI-Splitter. Das heißt also, externe HDMI-Signale werden dann in dem Splitter quasi verarbeitet. Unterschiedliche Optionen, eine PS4, PC, DVD etc. Was man natürlich sich aber auch vorstellen kann, ist sowas wie ein Amazon Fire TV Stick oder eben einen Chromecast, solche Sachen in der Richtung oder natürlich auch ein Apple TV. Genau, so, und dann wird das Ganze weitergeschickt in die Gledopto Box und daran angeschlossen ist dann nämlich der LED Stripe. Eine kleine Geschichte, Power Supply ist hier erstmal ab Werk nicht mit dabei. Bei uns im LED Trading Shop habt ihr aber optional, wenn ihr das möchtet, die Möglichkeit, euch gleich ein passendes Netzteil mit dazu zu ordern, damit ihr da auch nicht nochmal irgendwo anders suchen müsst. Das wäre ja doof. So, genau, so sieht das Ganze aus und dann machen wir jetzt mal weiter. Ich klappe das mal auf. Ich drehe es mal so drum, damit man das besser sehen kann. Und dann ist das hier eigentlich ganz schick verpackt. Zack, so sieht also das Baby aus. Ja, hier haben wir die Anschlüsse B, G, R und V+. So sieht das Ganze aus. Hier haben wir den HDMI-Eingang und hier ist einmal Power und vorne haben wir dann ein paar Bedienknöpfe. Das ist der Splitter, von dem ich vorhin gesprochen habe. HDMI Output 1 und 2 befinden sich hier. Und dann auf der Rückseite ist natürlich der HDMI Input, der muss ja sein. Und dann hier auch nochmal separat Power. Genau, so. Und ansonsten, ja, schönes metallernes Gehäuse. Also ganz stabil die ganze Geschichte. Gefällt mir. So, und dann haben wir hier einmal ein Anschlusskabel, USB und das ist der Stromstecker hier. Und dann ja, HDMI zu HDMI, das Ganze auch nochmal in lang. Und dann haben wir hier die wunderschönen Eckverbinder, da bin ich einfach super Fan von. Wir werden gleich in der Praxis testen, wie gut die funktionieren. Und sollten mir die nicht gefallen, werde ich einfach wieder dazu übergehen, die zu löten. Das habe ich in der Vergangenheit schon ganz oft gemacht. Aber wir geben denen selbstverständlich eine Chance. So. Und dann haben wir hier noch den 5 Meter langen LED Stripe. RGB, 24 Volt die ganze Geschichte. Und ja, jetzt werden wir das Ganze mal am Fernseher anbringen, würde ich mal sagen. So, dann wollen wir mal meinen Fernseher nachträglich mit Ambilight ausstatten und wir fangen natürlich als allererstes damit an, indem wir den LED-Stripe an den Fernseher anbringen. Und ja, ich habe jetzt hier schon mal eine Schere und dann fangen wir jetzt gleich mal an. Fangen hier unten in der Ecke an, gehen nach oben und dann einmal ringsherum mit den Eckverbindern. Wollen wir mal ausprobieren, ob die das halten, was sie versprechen.
Okay, dann wollen wir jetzt mal alles anschließen. Wir haben jetzt hier den Splitter und hier haben wir die Syncbox selbst und wir haben jede Menge Kabel hier unten auf dem Boden und ich erkläre jetzt einfach mal, was woran kommt und wie das angeschlossen wird. Also, von einer logischen Verhaltensweise her haben wir jetzt erstmal den Splitter und der Splitter, der braucht ja erstmal irgendwie ein Eingangssignal. Ja, so, das ist jetzt bei mir ein Chromecast. Ja, das heißt also, den Chromecast steckt man hier hinten rein. Dann hat er ein Eingangssignal und dann kommen hier zwei raus. Warum zwei? Weil einer geht zum Fernseher und der andere, der geht hier rein. So, das heißt also, wir haben eine relativ lange Verbindung. Deswegen nehmen wir hierfür das lange HDMI-Kabel, was mitgeliefert wurde. Und wir nehmen jetzt einfach mal HDMI Output 1, zack, und stecken das dann auf der anderen Seite in die Box hinein. Hier hinten ist der Eingang. Zack, so, dann ist das schon mal miteinander verbunden. Des Weiteren haben wir ein kurzes HDMI-Kabel, weil, naja, wir müssen das Ganze ja immer noch irgendwie in den Fernseher reinkriegen und deswegen das zweite, ne, da stecken wir das dann direkt ran und dann werden wir den Splitter ziemlich direkt am Fernsehereingang, am HDMI-Eingang platzieren. Deswegen haben wir hier auch das kurze Kabel gewählt. Genau, so, dann haben wir mitgeliefert bekommen, diesen Kollegen hier, das ist ein USB und der gibt dem Splitter Strom. Ja, das heißt also, den kann man hier auch hinten reinstecken. Zack, einmal hier ran und dann kann der direkt in den Fernseher rein. Die meisten Fernseher haben auch noch USB-Inputs. Hier bei mir gibt es sogar 2 Stück. Also das ist nicht das Problem. Genau. Und ja, wie gesagt, also in der Box inkludiert ist kein externes Netzteil für die Syncbox, weil das Ding international verkauft wird und da gibt es natürlich dann immer so ein bisschen Probleme mit den unterschiedlichen Steckern. Aber wie gesagt, wir von LED Trading packen dann immer noch mal ein Netzteil mit dazu. Da könnt ihr das dann einfach mit dazu buchen. Es gibt beide Varianten. Ihr könnt es mit und ohne Netzteil kaufen. Gibt es dann eben eine Variante mit und eine Variante ohne. Genau, so und deswegen, um das Ganze jetzt zu komplettieren, kommt der Kollege dann hier hinten rein und dann gibt es eigentlich nur noch eins anzuschließen und das ist natürlich der Stripe selbst und der wird hier hinten verschraubt und das machen wir jetzt. So, dann wollen wir das Ganze mal verschrauben und dann nehmen wir das mal in die Hand und hier sind Schraubverschlüsse dran, damit das Ganze auch schön stabil ist. Ich schraube die jetzt einmal so ein bisschen kurz auf alle, damit die hier besser reinkommen. So. Gefällt mir auch richtig gut mit den Gumminoppen hier unten, sodass das nicht so leicht rutscht. Das ist auch mega gut gemacht. Genau, so und dann als nächstes haben wir ja den Splitter und der Splitter muss jetzt natürlich noch hier rein und dann nehmen wir einfach mal den ersten HDMI, warum auch nicht. So. Und wie gesagt, der braucht auch noch USB hier. Dann kommt das hier rein. Mit USB ist es ja immer so, wenn man es als erstes probiert, dann klappt es nicht. Dann dreht man es um und denkt, nee, so klappt es auch nicht. Dann dreht man wieder zurück und irgendwann klappt es dann. Genau, so. So auch hier. Und genau, ich werde jetzt wahrscheinlich so mit doppelseitigem Klebeband werde ich das mir hier so befestigen, dass das hier richtig schön auf Höhe sitzt, weil ja, da passt das eigentlich optimal hin. Für den Moment lasse ich das jetzt aber einfach erstmal hängen. Genau, so und dann kontrolliere ich jetzt eigentlich nur noch mal die Verbindung. Chromecast ist dran. Alle Verbindungen stecken. Eigentlich müssen wir dem Baby jetzt nur noch Strom geben und dann können wir das Ganze mal anlernen. So, jetzt ist das Ganze installiert, funktioniert auch wunderbar und wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich mal an, wie das aussieht, wenn da ein Bild drauf geworfen wird. Und nur noch mal so für die Leute, die jetzt irgendwie da ganz kritisch drauf gucken, das ist ein analoger LED-Stripe, das heißt also, es wird insgesamt die Farbe gewechselt, nicht nuanciert an einzelnen Stellen. Das könnten dann digitale LEDs, das ist jetzt wie gesagt hier nicht der Fall. Es verändert sich quasi mit dem Hauptfarbanteil des Bildes. Daran passt sich das Ganze an. Und jetzt starten wir einfach mal hier ein Testbild. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Zack. Das sollte jetzt funktionieren. Ich gehe mal aus dem Bild und dann machen wir mal das Licht aus, damit man das Ganze auch besser sieht im Hintergrund. Und ja, dann schauen wir mal, ob das so funktioniert, wie es funktionieren soll.
So, jetzt ist es also blau und wir wechseln jetzt einfach mal die Farbe. Zack, bei grün sieht das dann automatisch grün aus. Passt sich also echt richtig schön an. Das sieht auch richtig cool aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, jetzt wechselt das ja schon so ein bisschen die Farbe. Ja, also so smooth. Geht ins Bläuliche rein. Ja, ganz nice. Seht also auch, wenn der Bildschirm dunkler wird, dann passt sich eben halt auch der Blauton im Hintergrund an. Vom Synken her geht das echt relativ schnell. Mega. Zack, mal ins Rot nochmal rein. Ne, Gelb haben wir jetzt hier erstmal. So nochmal. Ja, aber ich denke, man sieht auf jeden Fall, worauf das Ganze hinausläuft. Alle Farben sind da echt mega gut dargestellt. Was man hier bei dem Gewitter natürlich ganz gut sehen kann, ist eben die Reaktionsgeschwindigkeit des Lichts passend zum Bild. Ja, das heißt also, man sieht wirklich, wenn dann der Blitz mal auftaucht, dass es dann genau in dem Moment eben auch weiß wird im Hintergrund, sodass da wirklich das Farbenspiel perfekt abgestimmt ist. Okay, wir haben jetzt hier die unterschiedlichen Knöpfe, die gehen wir einfach der Reihe nach durch. Der erste ist eben halt der On-Off-Knopf, ziemlich simpel die ganze Geschichte mit der Kontrolllampe daneben, und danach haben wir den M-Knopf. Wenn der M-Knopf in der Position ist wie jetzt gerade, das heißt also nicht aktiviert, dann reagiert der Controller hier, eben die Syncbox, auf diese Plus- und Minus-Geschichten, die wir ja haben. Wir haben jetzt gerade die maximale Helligkeit eingestellt und das Ganze lässt sich aber auch ein bisschen runterdimmen, wenn man sagt, hey, das ist mir ein bisschen zu krass, ich möchte es ein bisschen gemütlicher haben, das Ganze. Und natürlich lässt sich das Ganze auch wieder hochdimmen, indem man auf Plus drückt. Wenn man länger auf Plus drückt, dann verändert sich die Farbe. Länger auf Minus. So. Nochmal gedrückt, genau, wieder andere Farbe. Nochmal gedrückt, wieder andere Farbe, nochmal gedrückt, wieder andere Farbe. Genau. Und ja, wie gesagt, wenn wir jetzt auf M drücken, dann synchronisiert er sich automatisch mit dem Bild, was jetzt gerade auf dem Fernseher dargestellt wird, und nimmt sich eben die Hauptfarbe des dargestellten Bildes und stellt sie eben als Licht nach hinten hin dar. Zu guter Letzt möchte ich dir noch eine ziemlich coole Funktion natürlich nicht vorenthalten, nämlich das Synken mit anderen Produkten aus der Gledopto-Familie Pro und Plus. Das heißt also, wenn du schon Gledopto-Produkte hast, Pro- und Plus-Produkte, egal ob es ein LED-Stripe-Controller ist oder eine Bulb in irgendeiner Form, GU10, E27 etc., dann kannst du diese mit der Syncbox synchronisieren. Und so entsteht dann insgesamt einfach ein komplettes Bild, weil er eben dann auch sich mit dem Bildschirm synchronisiert und das gleiche Bild eben annimmt. So steht dann im ganzen Raum natürlich dieselbe Farbe. Das ist natürlich mega geil. Machen wir jetzt einmal ganz kurz. Ist auch mega simpel, nämlich es muss einfach nur die M-Taste gedrückt sein. Ja, also jetzt gerade ist die nicht aktiviert. Ich drücke die ein. Zack. Und als nächstes muss dann die Plus-Taste für 2 Sekunden gedrückt werden. Und zwar direkt nachdem du dem Leuchtmittel Strom gegeben hast, was du synchronisieren möchtest. Das heißt also, mal angenommen, du hast einen LED-Stripe-Controller irgendwo anders hängen, einen Plus- oder Pro-Controller, dann gibst du ihm jetzt Strom und dann zack, drücke ich 1, 2 Sekunden hier auf die Taste, auf die Minustaste, und dann synchronisiert sich das Ganze. Siehst du, indem es grün leuchtet. Perfekt. So, und jetzt bist du an der Reihe. Schreib mir unten in die Kommentare, was dir vielleicht an dem Produkt noch nicht ganz so gut gefällt. Was dir sehr gut gefällt an diesem Produkt, kannst du uns natürlich auch unten drunter schreiben. Und in der Beschreibung packe ich dir selbstverständlich wie immer den Link, wo du direkt das Produkt einkaufen kannst. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!